Das war ein wilder Tag gestern. Was ist eigentlich für Deutschland schwerwiegender? Der Sieg von Donald Trump oder das Ende dieser Regierung? Ja, an diesem Tag musste man nicht nur dreimal kräftig schlucken, sondern dieser Tag hatte, glaube ich, Dramatik eigentlich für viele Jahre, weil natürlich die Wahl des neuen US-Präsidenten, zu dem die deutsche Bundesregierung natürlich gratuliert, weil in Demokratien entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über den Ausgang der Wahlen und das ist gut und richtig so. Hey Leute, heute sprechen wir über Annalena Baerbocks Auftritt bei Maischberger und es wird wieder interessant. Statt auf den Bruch der Ampelkoalition einzugehen, erzählt Baerbock lieber vom Ukraine-Krieg und schiebt die Schuld brav auf alle anderen, außer auf die Grünen natürlich. Christian Lindner, der soll Verantwortung übernehmen. Baerbock redet über Stabilität, Verantwortung und natürlich Ukraine, Ukraine, Ukraine. Also bleibt dran. Wir schauen uns an, wie Baerbock mal wieder am Thema vorbeiredet. Auf geht's! Aber natürlich wird sich die Außenpolitik, die Innenpolitik ändern. Das ist auch selbstverständlich nach Wahlen. Aus der ersten Amtszeit weiß man, dass das vielleicht etwas intensiver sein wird. Deswegen wäre eigentlich die wichtigste Antwort gewesen, jetzt in diesem Moment, wo wir in den unsicheren Zeiten ohnehin in den USA, bei uns überall spüren, es braucht Sicherheit. Wir haben eine starke deutsche Bundesregierung in einem starken Europa, was gemeinsam für unsere Freiheit, unseren Frieden und unsere Sicherheit einsteht. Am Abend davon war die Bundesregierung nicht stark, sondern kleiner. Und das hat die Arbeit definitiv nicht einfacher gemacht. Nein, und der Kanzler und der Finanzminister haben sich mit wirklich heftigen Angriffen und Schuldvorwürfen überzogen. Ist das eigentlich im Ton angemessen für so einen Moment? Also ich bin ja hier nicht die Schiedsrichterin, was man daran sieht. Und aber ich glaube, Teil dieser Bundesregierung. Ja, aber auch ich war an diesem Tag morgens emotional natürlich nicht kühl und neutral. Ich kam direkt aus der Ukraine mit dem Nachtzug. Wir haben, glaube ich, alle wenig geschlafen in diesen Tagen. Und dann ist abends so eine Situation, das haben wir gerade im vorangegangenen Bericht gesehen, das hat es in diesem Land erst einmal gegeben. Wir haben, meine Generation, viele hier im Saal, die Bürgerinnen und Bürger, noch nie einen Angriffskrieg in Europa überhaupt erlebt. Und in so einem Moment, wo aus meiner Sicht wir alle als Politiker eine besondere Verantwortung tragen, macht das mit Politikern, die ja auch Menschen sind, emotional sehr, sehr viel. Deswegen, Sie haben gefragt, die Reaktion darauf. Ich glaube, man hat sehr gesehen bei allen Beteiligten, dass das niemanden kalt gelassen hat, dass das viele selber geschmerzt hat. Wir tragen Verantwortung für dieses Land. Und deswegen, ja, ich habe auch eine Emotion zu diesem Abend. Und das bedeutet aber jetzt umso mehr dafür, alles zu tun, dass unser starkes Land auch in diesen unsicheren Zeiten stark weiter regiert wird, in der Übergangszeit und dann in einer neuen Legislaturperiode. Komm, halt doch die Schnauze. Kannst du dir nicht vorstellen, als ein Mensch, der 30 Schreibmaschinenseiten reden muss, diesen Sinn, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss. Kannst es dir nicht vorstellen, dann lass es dir von irgendjemand mit dem Hammer in dein Gehirn eindämmern. Also die Stärke steht ja wirklich sehr in Frage. Die Frage ist aber, wer hat es denn überhaupt so weit kommen lassen? Also, dass eine Regierung in dem Moment auseinanderbricht, wo die Aufgaben nicht kleiner geworden sind. Ist es der Kanzler? Ist es der Finanzminister? Wer hat es provoziert? Auch da, ich halte überhaupt nichts von Schuldzuweisung. Also ich meine, nein, aber Sie waren dabei bei diesem Koalitionsausschuss, der eben dieses Ende gefunden hat. Also wie ist das abgelaufen? Aber deswegen, ich war auch die letzten 3,5 Jahre vorbei. Da haben 3 Parteien zum ersten Mal regiert. Das hat es auch so bisher noch nie gegeben. Dann haben wir mit dem 24. Februar, das sehen wir an den Grafiken, haben wir nach 8 Wochen im Amt was erlebt, was wir alle zum Glück noch nie erlebt haben. Haben alle gehofft, haben in diplomatischen Verhandlungen versucht, dass der Frieden endlich wieder zurückkehrt, mussten dann spätestens ein halbes Jahr später erleben, das wird jetzt ein Dauerzustand sein. Die Inflation ist damals, deswegen auch bei den Umfragewerten kann man das total sehen. Natürlich, alle waren verunsichert, sind es nach wie vor. Inflation durch die Decke geschossen. 8%, wenn wir uns die Lebensmittelpreise auch heute noch anschauen. Butter, die kostet jetzt, glaube ich, sowas wie 2,50 € und Biobutter ist meistens 1 € teurer. Die war vor ein paar Jahren noch 1 € günstiger. Das heißt,
Alles hat sich bei uns ja verändert und es ist teurer geworden. Und das hat natürlich diese Koalition, die ohnehin von Anfang an nicht einfach war, belastet. Das heißt, die fragen mich, wer ist schuld? Jeder trägt sein Päckchen, aber jeder hatte auch eine Verantwortung. Und einer wollte diese Verantwortung gestern Abend spätestens, aber man hat es in den letzten Monaten erlebt, nicht mehr wahrnehmen. Das war Christian Lindner. Ich finde, man rennt vor Verantwortung nicht weg. Das können weder die Menschen in der Ukraine derzeit wegrennen. Wir können das aus meiner Sicht auch nicht als verantwortungsvolle Politiker zu sagen, ich habe keine Lust mehr, ich schmeiße jetzt hin. Aber darum geht es jetzt ja nicht, wer schuld war, sondern es geht jetzt darum, dass wir aus dieser unguten Situation, um es diplomatisch zu sagen, der Misere das Beste in den nächsten Wochen draus machen. Darüber reden wir, aber trotzdem ist es jetzt wirklich nicht trivial, wer am Ende, weil er hat nicht hingeworfen. Christian Lindner hatte einen Vorschlag gemacht, wie es geordnet übergeben werden kann. Er hat gesagt, wir machen das geschäftsführend noch weiter. Das hätte den Vorteil gehabt, dass man zum Beispiel den Haushalt noch miteinander beschließt. Und er ist vom Kanzler rausgeworfen worden. Also nochmal die Frage, wäre es nicht anders gegangen auch? Jeder hat seine eigenen Maßstäbe an die Arbeit. Ich halte wirklich nichts davon, nachzutreten. Nicht nachtreten, Analyse. Nee, aber ich möchte erklären, warum ich mich äußere. Deswegen haben Sie mich eingeladen, eingeladen, glaube ich. Stimmt, absolut. Und wir haben... Ich finde, dass Ihre Fragen ziemlich sinnlos sind, nicht meine Antworten. Das gehört zu meiner Ehrlichkeit, jedenfalls wie ich die Situation einschätze, mit dazu, ja erlebt. Und das hat beim Kanzler, glaube ich, gestern Abend auch gespürt. Ist ja nicht so, dass wir gestern zum ersten Mal über diesen Haushalt gesprochen haben. Richtig. Letztes Jahr. Und seit einem Jahr geht es genau um die Frage, spätestens letztes Jahr. Und deswegen müssen wir immer auch die Gründe, warum sind wir in dieser schwierigen ökonomischen Situation. Letztes Jahr hat der Bundeskanzler, haben wir in der Bundesregierung schon gemeinsam besprochen, das geht so nicht weiter. Putin hat es auch darauf angelegt, den Frieden in Europa gegen den Zusammenhalt in unseren Gesellschaften zu stellen. Das ist Teil seiner Strategie, das kann man in allen Medien lesen. Das heißt, in der Situation, wo wir immer stärker reingerutscht sind, wir wollen und müssen die Ukraine unterstützen, um unseren Frieden zu sichern. 37 Milliarden Euro, die waren im Haushalt nie vorgesehen, weil wir immer in Frieden leben wollten. Ja. Die mussten immer bei anderen Bereichen abgeschnitten werden. Bei Sozialen, das waren schmerzhafte Entscheidungen für uns. Wenn wir sagen, wir können zum Beispiel frühkindliche Bildung in der Kita und Schule nicht weiterfinanzieren. Es musste abgeschnitten werden bei Investitionen in unser Land. Volker Wissing zum Beispiel, mein größter Respekt, der endlich die Bahn modernisieren wollte. Dass Sie das noch sagen würden bei Wissing, ja. Milliarden, das habe ich schon immer gesagt. Mein Respekt gilt in guten und in schlechten Zeiten immer. Absolut. Also ich unterscheide da nicht populistisch, sondern Milliardeninvestitionen. Wir wollten unser Land modernisieren. Und mit jedem Kriegsmonat mehr mussten wir sagen, zur Ehrlichkeit gehört zu, wir können das nicht alles. Und deswegen hatten wir vor einem Jahr, und zwar SPD und Grüne vorgeschlagen, lasst uns, nachdem das Verfassungsgericht gesagt hat, wir können das mit diesem alten Sondervermögen nicht machen. Wir haben einmal die 100 Milliarden Sondervermögen. Lasst uns jetzt ehrlich sein, dieser Krieg wird leider, weil Putin es nicht will, nicht so schnell zu Ende gehen. Und darüber haben wir intensiv diskutiert. Letztes Jahr im Dezember hat Christian Lindner gesagt, nein, ich mache es anders mit euch. Er hat uns versprochen, wenn in den USA, wenn klar ist, die Unterstützung bricht anderweitig weg, dann können wir noch mal über Notlage neu reden. Dann haben wir das ganze Jahr drüber geredet. So, und irgendwann war vollkommen klar, es geht nicht darum, dass er eine Lösung will, innere Sicherheit, äußere Sicherheit und soziale Sicherheit, sondern seine Vorschläge, auch gestern Abend, waren immer wieder, dann streichen wir beim Sozialen, das finden wir sowieso nicht wichtig, dann gehen wir bei den Fossilen weiter mit rein, das macht die Preise teurer. Und da war der Punkt gekommen, wo man sich ehrlich machen musste und wo gesagt werden mussten, wir können auch Menschen, wo das Leben ohnehin schon so viel teurer geworden ist, jetzt nicht noch weiter in das Soziale rein. Ja. Das wäre auch der größte Gewinn für Putin gewesen, dass man den Frieden gegen die soziale Sicherheit gestellt hätte. Und an dem Punkt haben zwei Parteien gesagt, da machen wir nicht mit. Die Frage war dann, macht die FDP weiter mit? Und sie hat gesagt, nein. Und deswegen sind wir zu diesem Ergebnis gekommen. Aber deswegen weigere ich mich auch zu sagen, es hat nur eine Person gegeben für immer, sondern jeder hat hier eine Rolle gespielt. Und die Wählerinnen und Wähler können sich selber die Meinung dann auch spätestens bei der Bundestagswahl machen, was das für die Zukunft bedeutet. Das Problem ist natürlich, dass jetzt das, was Sie wollen, nämlich das Geld auch für die Ukraine, dass man zum Beispiel Ausnahmen macht, das kriegen Sie jetzt überhaupt nicht mehr hin. Denn diese Regierung ist nicht handlungsfähig. Sie hat im Parlament keine Mehrheit. Sie wird das, was sie sich wünschen für die Ukraine, wo die Hilfen vielleicht tatsächlich noch verstärkt werden müssen, weil eben Donald Trump im Weißen Haus ab Januar sitzen wird und man weiß, dass es da ein großes Fragezeichen gibt. Also es kommt umso mehr auf Deutschland an und die Regierung ist nicht handlungsfähig. Sie hat keine Mehrheit für nichts im Parlament.
Aber den Punkt sehe ich auch anders. Und deswegen freue ich mich auch, heute hier zu sein, um das vielleicht ein bisschen auch mal zu erläutern. Weil das Gute war ja, und deswegen sage ich, Deutschland ist ein starkes Land. Und wenn sich Politiker, Regierungen zusammenreißen, dann sind wir auch in Krisenzeiten stark. Das haben wir gezeigt in Europa. Ich meine, über Europa wurde auch immer geredet, die können sich nie einigen. 27 Staaten, war ja auch so, nie hat man Einigung gefunden. Nach dem 24. Februar 22, vor fast 1000 Tagen, als die Fragen sehr klar waren, wollen wir für unseren Frieden in Europa alles tun, und zwar auch, dass unsere Kinder noch in Frieden leben können. Da hat plötzlich die Europäische Union, die das jahrelang nicht geschafft hat, übers Wochenende geschafft. 27 Mitgliedstaaten einigen sich, weil sie wussten, es geht hier um alles. Hier sind es 3 Parteien, die sich nicht geeinigt haben. Wie wollen Sie das Geld für die Ukraine jetzt freikriegen? Ja, ich komme dazu, weil wir es einmal schon mal geschafft haben. 27 Staaten haben sich geeinigt. Und das Gleiche ist im Deutschen Bundestag passiert. Wir hatten eine Situation, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Da hat der Bundeskanzler eine Regierungserklärung gehalten und hat gesagt, wir haben die Zeitenwende. Wir haben dann ein paar Wochen später über das Sondervermögen abgestimmt. Und zwar, und das ist jetzt mein Punkt, gemeinsam mit der Union. Wir haben intensiv gesprochen, ich glaube, ich damals mit Herrn Dobrindt ganz intensiv. Und wieder war der Punkt, in dem Moment, wo wir uns gegenseitig gefragt haben, Regierung und Opposition, was ist das Wichtigste? Waren wir uns sehr einig, Frieden und Freiheit. Und genau das ist jetzt wieder der Punkt. Und das ist das Gute ja auch in der Situation. Wir haben das heute im Deutschen Bundestag diskutiert. Es gibt ja keinen Dissens zwischen der Union, der SPD und den Grünen. Wir alle sind glasklar der Meinung, 2 andere Parteien nicht, AfD und BSW, wir alle sind glasklar der Meinung, wenn die Ukraine, wenn die Russen wieder in Kiew stehen, wenn diese Situation wie zu Beginn dieses Krieges wieder eintritt, dann ist auch unsere deutsche, unsere europäische Sicherheit gefährdet. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren nicht nur das Sondervermögen, 100 Milliarden zusammen Also Sie bauen mit der auf die Union. Also Ihre Rettung ist jetzt... Das war auch genau heute die meine Union Rede. Jetzt. Die Union soll Sie jetzt quasi da... Nein, das ist deshalb schwierig. Es geht auch um unseren Frieden. Jeder Nein, es geht um Sie Politiker. erstmal als Minderheitsregierung, das muss man festhalten. Und Friedrich Merz hat gerade im ARD-Brennpunkt klargemacht, was seine Bedingung ist. Er hat gesagt, so nicht. Erst muss der Kanzler die Vertrauensfrage stellen, und zwar nicht erst im Januar, sondern wenn es geht, nächste Woche. Davor wird die Union überhaupt nichts tun. Ja, wir haben aber heute im Bundestag auch, und das ist ja auch immer der Unterschied, nochmal. Politik ist natürlich in Talkshows, im Parlament, aber das Wichtigste in schwierigen Situationen, vertrauensvoll miteinander zu sprechen. Und beim Sondervermögen war es auch nicht so, dass ich und Herr Dobrindt in einer Talkshow zusammen saßen und gesagt haben, so, wie einigen wir uns und wir stimmen am Ende ab, wer den meisten Applaus bekommt, sondern es hat auch ein paar Tage gedauert. Und da hatten wir heute eine Debatte auch im Bundestag. Und wenn Sie sich die Unionsreden anhören, vielleicht auch meine Rede anhört, wo ich gesagt habe, wir werden jetzt zu schwierigen Entscheidungen kommen müssen. Jeder hier für uns, weil wir uns immer wieder fragen müssen bei der Unterstützung. Okay, und das ist nicht für die Ukraine, sondern für den Frieden. Ist das die Verantwortung, die ich hier gerade als Parteipolitiker trage für die nächsten Monate und für den Wahlkampf? Macht jede Partei, Sie setzen ich auch. darauf, dass Oder ist das eine Verantwortung, die den Frieden für uns und unsere Kinder... Was heißt, ich setze da drauf? Sie setzen darauf, dass... Nein, ja, ich habe ja noch nicht aufgeführt. dankbar. Sie setzen darauf, dass sozusagen die Fraktion der Union dann nicht dem folgt, was der Fraktionschef und Parteichef sagt, nämlich Friedrich Merz, sondern dass die ihrem Gewissen folgen und damit ihnen im Zweifel für solche Hilfen... Bastian, wenn das nicht klappt, was ist denn mit der Vertrauensfrage? Warum muss die im Januar erfolgen? Ihr Ministerpräsident... Darf ich gleich zur Vertrauensfrage kommen, weil ich auch mit Friedrich Merz persönlich spreche. Ich setze Was doch nicht sagt er dann? Nein, aber ich setze doch nicht darauf, das wäre ja naiv, dass ich glaube, einige Unionspolitiker stimmen jetzt so, wie die Außenministerin das gerne hätte. Wüsste ich auch nicht, wie es klappt. Ja, aber deswegen habe ich ja gerade das Beispiel aus der Vergangenheit gebracht, weil es schon mal geklappt hat. Deswegen habe ich ja gerade erläutert, dass in diesen Krisenzeiten, ich weiß, dass das Vertrauen gerade in die Ampel, in die Politik nicht so groß ist, aber deswegen möchte ich das hier ja auch mal ein bisschen differenzierter erklären, dass genau diese Gespräche natürlich auch mit der Union geführt werden. Und natürlich ist auch der Punkt, dass gesagt wird, ja, man kriegt ihr es erstmal selber hin. Und deswegen hat Friedrich Merz ja auch nicht gesagt, jedenfalls was ich heute gehört habe, never ever rede ich mit denen, sondern hat gesagt, dann habe ich auch ein paar Bedingungen. So ist es immer, wenn man miteinander Ja, aber seine Bedingung kann man ja einmal zur Debatte stellen. Also die Vertrauensfrage im Januar, Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg, Grüne, sagt, das geht gar nicht, der müsste das sofort machen. Wann ist denn für die Grünen der Punkt gekommen, wo Sie auf Ihren Kanzler einwirken und sagen, Olaf, so geht das nicht weiter, du musst diese Vertrauensfrage vorziehen? Auch hier gilt, und
Und das ist vielleicht nochmal dieses Regieren in einer Zeit, wo man sieht, was wirkliche Not ist und was wirkliche Krisen sind. Ja. Politik ist ja kein Wunschkonzert, wo sich Parteien was wünschen, sondern, das haben wir im Beitrag ja gerade gesehen, es gilt das Grundgesetz. Also nicht, was ich mir als Grüne wünsche, was der Kanzler an dieser Stelle tut. Weiß nicht, wer vorher eingeschaltet hatte, da wurde es im Brennpunkt ja genau erklärt. Der Kanzler entscheidet das. Ja, aber Und Sie zwar- sind Ministerin und zwar- in diesem Kabinett. Ja, und aber wenn der es Kanzler- Ihnen zu lange dauert, können Sie sagen, lieber Herr Bundeskanzler, das muss schneller gehen. Ist es denn in Ihrem Sinne, dass das erst im Januar passiert? Der Bundeskanzler entscheidet das auch aufgrund unserer Geschichte Ist das in Ihrem alleine Sinne? für sich. Ist das in Ihrem Sinne? Es geht hier nicht um den Sinn der Grünen, Nein, sondern aber es geht um hier um ein die Verantwortung. Kabinettsmitglied. Es geht um die Verantwortung unseres Landes. Der Genau. Bundeskanzler hat gestern in einer Situation, die es so noch nie gegeben hat, eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, ich handle nach dem Grundgesetz, ich übe das, was das Grundgesetz mir für diese Krisensituation auf den Weg gegeben hat, aus. Ich habe den 15. Januar benannt und da findet jetzt ein geordneter Prozess statt. Und nochmal, man kann jetzt unterschiedliche Punkte haben, es hätte früher oder später sein sollen. Aber nochmal, wir sind gerade in einer Situation, das hatten Sie auch gerade Ja, beschrieben, eben. mit Herrn Trump. Es ist komplex, die Welt, deswegen würde ich das gerne auch nochmal mit reinnehmen. Absolut. Weil der Kanzler hat sich diese Fragen auch alle einmal durchgespielt. Hat er übrigens schon mit Herrn Trump telefoniert? So wie Herr Vielleicht Macron? beantworte ich erstmal den ersten Teil der Ja, Frage. Herr Trump ist ja auch erst im Januar im Amt. Das heißt, wir sind von jetzt, der gleiche Tag ist es, bis Januar in einer Situation, wo es von den Vereinigten Staaten von Amerika derzeit keinen wirklichen handlungsfähigen Präsidenten gibt. Der beste Moment wieder für den russischen Präsidenten. Deswegen findet auch gerade diese harte Attacke auf Kiew Ganz statt. genau. In diesem Moment stärkste Volkswirtschaft der Welt, zweitstärkste demokratische, betone ich, dann ist ja auch noch China, aber zweitgrößte demokratische Volkswirtschaft der Welt, Bundesrepublik Deutschland, stärkster Akteur in Europa. Im gleichzeitigen Moment findet jetzt eine neue Wahl statt, ist ohnehin jetzt nicht so ein Stabilitätsfaktor für Demokratien. Und in dieser Phase eben zu schauen, wie können wir einen geordneten Übergang durchführen, der schnell natürlich Klarheit schafft, aber auf der anderen Seite geordnet ist, wo auch noch Weihnachten und Silvester dazwischen liegt. Das möchte ich auch noch mal betonen. Klar. Das ist so ein Punkt, weil jetzt jeder sagt, auch man hätte es ja auch dann oder dann machen können. Nein. Das ist ein Punkt, den muss man sich klar durchdenken. Der Kanzler hat es sicher für sich klar durchdacht, hat eine Entscheidung getroffen, weil es so im Grundgesetz steht. So, und was wir sehen werden, wenn es denn so kommt, dann ist es Abstimmungen, die im Bundestag keine Mehrheiten finden, eine gelähmte Regierung, ein gelähmtes Land. Und das wollen Sie dann mittragen bis März nächsten Jahres, wo Sie doch gerade die Dringlichkeit betont haben, dass man Entscheidungen gerade jetzt treffen muss. Ist das wirklich richtig und verantwortungsvoll? Aber jetzt nochmal die Realität, in der wir leben. Wenn die Wahl jetzt früher stattfindet, und wie gesagt, ich habe die Entscheidung nicht getroffen, aber Ihre Theorie, die Wahl findet früher statt, dann würden wir jetzt ja im November, Dezember, Januar, wo es jetzt entscheidend drauf ankommt mit Blick auf die Situation, und ich will nicht mal Ukraine sagen, sondern in Europa, für unseren Frieden, wir leben ja mitten in Europa, in dieser Situation würde sich das ja auch nicht anders im Bundestag darstellen. Da würde es jetzt ja auch nicht plötzlich eine andere Mehrheit im deutschen Bundestag Da geben. gäbe es eine Union, die im Zweifel Dann müsste sich die bereit Union ist, das auch mitzutragen. genau Sie das schieben Gleiche. den schwarzen Peter der Union zu und handeln nicht selber. So könnte man das auch interpretieren. Also ich schiebe sowieso niemanden einen schwarzen Sie sind Peter Teil dieser Regierung. zu, sondern dann würde sich die Frage genauso stellen. Also Sie tragen das mit bis Januar und dann Ich sage bis mal März. so, das ist mein Job als Außenministerin. Man hat selber Werte, eine Haltung, man hat selber Interessen. Und deswegen werbe ich auch immer dazu, selber seine Werte und Interessen sehr, sehr gut zu kennen. Wenn man weiß, wo man steht, dann weiß man auch, wofür man kämpft. Und dann ist mein Anspruch, an meine Art Politik zu machen, ist man vielleicht auch bereit, sich in die Schuhe des anderen zu versetzen. Und das führt dann manchmal dazu, wenn man sehr unterschiedliche Blickwinkel haben. Sie sehen eine 6, ich sehe eine 9. Wir können jetzt beide drauf beharren. Aus meiner Sicht ist es eine 9, aus Ihrer Sicht eine 6. Wenn ich bereit bin, mich einmal nicht in Ihre Schuhe, sondern auf Ihren Stuhl zu setzen, dann sehe ich plötzlich, Sie haben ja auch recht, weil Sie auf das ganz anders schauen. So, und wenn ich immer mir da vorstelle, wie würde ich handeln? Ja. Als verantwortungsvolle Politikerin, die nicht nur Parteipolitik im Kopf hat Dann und würden Sie die jedenfalls bei mir Vertrauensfrage im Januar Bitte lassen Sie stellen? mich vielleicht einmal ausreden. Entschuldigung, ja. Dann würde ich als verantwortungsvolle Politikerin, die auch mal in der Opposition war, aber von den letzten 3 Jahren sehr viel gelernt habe, immer wieder
mir auch die Frage stellen, nutzt mir das gerade nur bei den Umfragewerten im November, nutzt mir das bei der Bundestagswahl und was würden meine Kinder sagen, die, wenn sie so alt sind wie ich, zurückblicken, hat meine Mutter damals das Richtige getan. Und jetzt die Frage... Das ist ein Appell an die CDU. Aber jetzt kommt mein Quintessenz wieder. Diese Frage wurde mir als Oppositionspolitikerin auch schon mal gestellt. Und zwar zweimal so kritisch. Einmal Eurobonds. Wir waren ja auch schon in anderen Krisen, so ist es ja auch nicht. Ja. Auch andere Regierungen hatten harte Krisen. Wenn ich das bitte ausführe. Bei der Euro-Krise war die Frage, kollabiert der Euro, weil Griechenland aus dem Euro geschmissen wird. Und aus unserer Sicht, aus vieler Sicht, wäre das für Europa fatal gewesen. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Sie haben mitgestimmt. Die Union hatte keine Mehrheit, aber jetzt lassen Sie vielleicht die Zuschauer wissen es nicht. Die Union hatte keine Mehrheit. Die hatte keine Mehrheit. Sie hat uns gefragt, seid ihr bereit, Angela Merkel, damals Bundeskanzlerin CDU, zur Rettung des Euros, und bei uns gab es auch Leute, wir sind doch Opposition, das können wir doch nicht machen. Wir haben argumentiert, zur Rettung nicht der Union, zur Rettung des Euros und der EU mitzustimmen. Ich weiß das so genau, ich war Mutterschutz. Ich hatte 10 Wochen altes Baby und bin extra zurückgekommen. Das sage ich nicht, damit ich hier Applaus bekomme. Ich sage nur, dass Politiker immer wieder vor diesen Entscheidungen stehen. Und ja, ich habe heute an die Union im Bundestag appelliert, sollte die Situation anstehen, dass wir jetzt im November, im Dezember, im Januar extra Geld brauchen, um unseren Frieden zu sichern, dann hoffe ich, dass wir alle die gemeinsame Kraft finden, wie im Februar oder März 22 beim Sondervermögen. Ich ziehe einen Strich drunter und stelle fest, dass der Plan der Minderheitsregierung ist, die Mehrheiten im Zweifel bei der Union zu finden und darauf zu hoffen, dass die mitmacht. Das habe ich jetzt aus den Worten genommen und wünsche dabei viel Glück. Vielen herzlichen Dank. Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin. Danke fürs Kommen. Danke uns allen.